Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Wenn man an den Kaiju Eiger denkt, dann hat man mit Sicherheit King Kong oder Godzilla vor seinem geistigen Auge. Oder auch noch Mothra oder Mechagodzilla, die gerade durch das erfolgreiche Monsterverse von Legendary in den Mainstream angekommen sind. Doch neben Godzilla ist nicht King Kong sein populärster Gegner, sondern eine riesige Schildkröte namens Gamera. Gegner ist vielleicht etwas übertrieben, aber an den heimischen Box-Office-Einnahmen in Japan ist Gamera Godzillas größter Rivale. 1965 von den Day Studios zum ersten Mal ins Kino gebracht, kann Gamera bis heute auf stattliche 12 Filme sowie eine Anime-Serie zurückblicken. Doch wie aus der riesigen Schildkröte mit Flammenwerferfunktion der größte Konkurrent des Königs der Monster wurde, wollen wir euch bei dieser Kaiju-Kunde vorstellen und wünschen dabei viel Spaß. Regisseur Shiro Honda erschuf 1954 mit dem ersten Godzilla den Kaiju Eiger. Ein unglaublicher Erfolg. Die Figur des Godzilla hatte eine bedeutsame Botschaft inne und die Effekte brachten das Publikum zum Staunen. Die Toho hatte somit einen Startschuss für ein Genre gegeben, welches sich bis heute fest etabliert hat und Millionen Fans weltweit verzaubert. Das Studio war bis 1965 das einzige Filmstudio, welche Filme dieser Art produzierte. Darunter Klassiker wie Gorat, Die Rückkehr des King Kong und Godzilla und die Urweltraupen. Die Zuschauer liefen zu Millionen in die Kinos und der Toho brachte dies eine Menge Geld ein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich auch andere Filmstudios entschließen sollten, Kaiju-Filme zu produzieren. 1965 war es soweit und die Day Studios wollten etwas vom großen Kaiju-Kuchen abhaben. Der Präsident des Filmstudios, Masaichi Nagata, erklärte einmal, die Idee zu Gamera kam ihm, als er aus einem Flugzeug blickte und eine Wolke sah, die die Form einer Schildkröte hatte. Diese Aussage ähnelt natürlich die von Tohos Produzent Tomoyuki Tanaka, der behauptete, Godzillas Kopf war zu Beginn der Planungsphase an die Form eines Atompilzes angelehnt. Als Nagata von der Reise zurückkehrte, beauftragte er sein Team, eine Geschichte auszuarbeiten. Gemeinsam mit dem Chef verständigte man sich auf das uns bekannte Konzept der Riesenschildkröte. Die Geschichte von Gamera wurde praktisch 1:1 von The Beast from 20,000 Fathoms von 1953 abgeguckt. Dort wird ein Dinosaurier von einer Atombombe im Nordpol erweckt und sucht New York heim, so wie Gamera am Nordpol von einer Atombombe geweckt wird und Tokio zerstört. Orientierte sich der erste Godzilla von Ishiro Honda noch grob an dem Grundgerüst der Geschichte von The Beast, kopiert Gamera dies 1:1. Da Gamera wie Godzilla als Suit-Motion animiert werden sollte, brauchte man also auch Modellbauten. Diese standen aber schon seit längerem bereit, noch bevor es Gamera gab. Die DA plante einen Film namens Nitsura zu drehen, in dem riesige Ratten Tokio angreifen sollten. Diese Ratten sollten aber nicht animiert werden. Man holte lebendige Tiere und ließ sie über das Set laufen. Doch die Szenen wurden nicht so gut wie gedacht und die Mitarbeiter mussten mit Flöhen kämpfen. Ein sehr unangenehmer Dreh und der Film wurde verworfen. Jedoch gab es auch immer die Modellbauten, die man dann für Gamera verwendete. Die Planung nahm immer mehr Gestalt an. Doch was man brauchte, waren Leute, die diese Ideen in die Tat umsetzen mussten. Als Regisseur wurde der noch junge Noriaki Yuasa auserkoren. Dieser junge Mann wird insgesamt 7 von 8 Showa-Filmen der Gamera-Reihe drehen. Lediglich beim unmittelbaren Nachfolger zu diesem Werk übernimmt er nicht die Regie für die Menschenszenen, sondern die Regie für die Spezialeffekte. Das Kostüm wurde von Masao Yagi mitgestaltet, dessen Cousins erfolgreich bei der Toho die Anzüge der Kaiju bauten. Masao Yagi war bereits bei der Arbeit am ersten Godzilla tätig. Mit knapp 60 Kilo war das erste Gamera-Kostüm eines der leichtesten, das es jemals gab. Es wurde aber noch ein zweites Kostüm gebaut, nämlich dann, als Gamera seinen Flammenatem einsetzte. Man soll es ruhig so sagen, wie es ist. Man installierte tatsächlich einen Flammenwerfer in dem Kostüm, der mit Propangas benutzt wurde. Daher wurde das zweite Kostüm robuster gebaut, damit die Schauspieler nicht verletzt wurden. Das Kaiju hatte in seiner Showa-Ära viele Suit-Actor. Gespielt wird Gamera unter anderem von Teru Aragaki. Dieser wird nicht nur die Schildkröte in den nächsten 3 Produktionen verkörpern, sondern auch viele Kaiju in der Serie Ultraman und sogar Rodan in Frankenstein und die Monster aus dem All. Gamera sollte ursprünglich Kamera geschrieben werden.
Kame ist japanisch und bedeutet Schildkröte. Doch diese Schreibweise wurde abgelehnt, da sie sehr an die englische Schreibweise für Camera erinnert. Warum man sich 1965 für Schwarz-Weiß-Aufnahmen entschied, ist nicht endgültig geklärt. Die Toho hatte bereits 1956 mit Rodan einen tollen farbenprächtigen Film gedreht. Angeblich wurden für Gamera auch Farbaufnahmen erstellt, man entschied sich aber, sie in Schwarz-Weiß zu lassen. Möglicherweise, um besser zu kaschieren. Es wurde eine Szene im Film gedreht, in der Toshio von seinen Klassenkameraden geärgert wurde, weil diese nicht mit ihm spielen wollten. Diese kam aber nicht in den fertigen Film. In dieser Szene spielte Toru Furuya mit. Dieser sollte später als japanischer Synchronsprecher für viele Serien berühmt werden, darunter unter anderem als Yanshu in Dragon Ball. Man mag über das Design gerne unterschiedlicher Meinung sein, doch das Kaiju Gamera an sich ist absolut fantastisch. Erstmal ist er eine gigantische Schildkröte mit Zähnen eines Säbelzahntigers, er kann auf 2 oder 4 Beinen laufen, speit Feuer, frisst Öl mit Feuer und fliegt wie ein UFO. Nebenbei wird es in der Showa-Ära noch weitere interessante Skills der Kampfkünste erwerben. Gamera ist wirklich eines der besten und coolsten Kaiju überhaupt. Interessanterweise ist aber Gamera kein Ergebnis der Atombombe, so wie der Redosaurus oder Godzilla. Er ist eine Erfindung der Bewohner des versunkenen Kontinents Atlantis. Die Detonation der Atombombe zu Beginn des Films weckte ihn nur auf, aber Gamera war schon immer Gamera. Ein anderer Unterschied zu dem Redosaurus und Godzilla ist, dass Gamera hier nicht stirbt. Er wird zwar durch eine Raumkapsel ins Weltall geschossen, doch gestorben ist er nicht. Dadurch ist der erste Gamera auch schwer mit dem ersten Godzilla gleichzusetzen. Denn hier kennt man schon den kindlich naiven Unterton, für den die folgenden Gamera-Abenteuer bekannt sind. Denn die Szene, als Gamera den kleinen Jungen Toshio am Leuchtturm rettet, war von Yuasa und seinem Team stöhnheimlich so angelegt, dass Kinder zu diesem Kaiju aufsehen werden. Eine kleine Botschaft, die Erfolg hatte. Dieser Film und der Nachfolger Gamera vs. Barugon können als einzige ernsthafte Beiträge der Showa-Ära gezählt werden. Ab dem dritten Teil Gamera gegen Chaos, Frankensteins Kampf der Ungeheuer, werden Kinder die Hauptrollen spielen. Die Musik, die wir hören, stammt von Tadashi Yamauchi. Das Thema zum Einspann klingt richtig cool, aber sonst hat seine Musik keinen hohen Wiedererkennungswert. Er komponierte noch ein letztes Mal zu Gamera gegen Chaos die Filmmusik. In diesem Film sehen wir Eiji Funakoshi als Dr. Hidaka, Junichiro Yamashita als Fotograf Aoyagi, Harumi Kiritachi als Dr. Hidakas Assistentin, Michiko Sukata als Toshios Schwester, Yoshiro Kitahara als Toshios Vater und Yoshiro Uchida als Toshio. Insgesamt ein sehr unbekannter Cast, die ihre Arbeit ganz gut machen. Einen kleinen Auftritt hat Koji Fujiyama. Dieser tritt immer mal in den Showa-Filmen auf, doch seine berühmteste Rolle wird in Gamera vs. Barugon zu sehen sein. Daikaiju Gamera erschien am 27. November 1965 in den japanischen Kinos und war ein solider Erfolg. In Deutschland erschien der Film erst im Jahre 2011 auf DVD. Die Verleiher gaben dem Film den Titel Frankensteins Monster aus dem Eis und zahlten damit einen kleinen Tribut an die alten Kaiju-Veröffentlichungen aus den 60er und 70ern. Der Film war kein riesiger Hit geworden, doch er erfüllte die Zufriedenheit der Studios. Man wollte mit Druck eine Konkurrenz zu Godzilla aufbauen. Die Riesenschildkröte bekam daher bis 1971 jedes Jahr einen neuen Film. Der erste Gamera ist zwar auch noch destruktiv wie Godzilla, doch Gamera rettete ein Kind und wurde somit in den Nachfolgern zu einem Kinderhelden. Die Toho passte sich dem Geschmack des Kinopublikums an und produzierte nun auch immer mehr Filme, die mehr an Kinder und deren Familien gerichtet waren. Somit war Gamera Vorreiter einer Entwicklung, die den Kaiju-Eiga für die kommenden 10 Jahre stark prägen wird. Doch das nächste Abenteuer des Kaiju-Eiga handelt nicht von Gamera, sondern um Godzilla, der sich mit Aliens vom Planeten X, König Ghidorah und Rodan rumschlagen muss. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war